Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, es geht wieder raus. Es ist zwar etwas frisch, um die -1 Grad, aber für mich wird es mal wieder Zeit, die Füße zu bewegen. Ich hatte jetzt eine Woche Pause gemacht, wobei eigentlich war ich auch öfters mal unterwegs, aber habe davon keine Videos gedreht. Wo bin ich hier eigentlich? Ich bin hier im Kaltenhofer Moor. Dort waren wir auch schon mal vor knapp 2 Jahren. Und dort mussten wir an einer Stelle zum Beispiel wieder umdrehen, weil der Weg unter Wasser war. Mal sehen, wie es heute aussieht. Ich hoffe mal wegen dem Frost, dass es vielleicht doch ein bisschen gefroren ist und man diesem Weg lang gehen kann. Aber das werden wir mal gemeinsam erkunden und schauen mal, was wir hier so erleben. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr mitkommt, und wer es noch nicht getan hat und neu auf meinem Kanal gelandet ist, gerne ein kostenloses Abo hinterlassen. Aber jetzt gehen wir mal los. Have I really been so crazy to think your love was mine, serenading to sinking moons? Oh, I've been so blind as our love was slowly turning blue. So, schauen wir mal, weil hier an dieser Stelle waren wir schon mal. Ich sehe da hinten schon das gelbe Schild für Naturschutzgebiet, und dort ungefähr mussten wir umdrehen, weil ihr seht das ja hier ist ganz viel Wasser in dem Moor. Dort war ein Durchgang nicht mehr möglich. Ich merke aber schon, hier ist der Weg gut gefroren und ich nehme an, ich komme durch. My blood grew red. No, I can't believe that thing is true. Believe that thing you said. Das hat ja schon mal super geklappt. Das Kaltenhofer Moor ist übrigens 54 Hektar groß, und dieses Naturschutzgebiet wurde 1942 ausgewiesen. Das Moor gehört zu dem FFH-Gebiet Stotthagen und angrenzenden Hochmooren. Und hier im Winter ist die Natur echt sehr schön anzusehen. Aber wir erkunden das mal weiter hier. Ich werde nachher, wenn ich hier durchs Moor gelaufen bin, auch noch in ein anderes Waldstück gehen. Dort muss ich ein bisschen über Asphalt laufen, aber das macht nichts, weil Energie kann ich hier über das Moor tanken. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. So, hier haben wir dann mal eine Infotafel zu dem Naturschutzgebiet Kaltenhofer Moor und Naturwald Stotthagen. Hier auch eine Karte. Ich befinde mich gerade hier. Hier unten ist der Parkplatz. Ich möchte näher noch hier ein Stück runter. Da ist dann hier ungefähr so ein Waldstück noch. Ich glaube, das müsste der hier sein. No. Und ich gehe dann bis hier hoch und dann so hier rüber. Rein theoretisch sollte es hier noch so ein Wanderweg lang gehen, dass ich nicht hier wieder zurück muss. Wir schauen mal, wie dort die Ausschilderung ist. Ansonsten gehe ich dann weiter hier lang, kehre zurück zum Parkplatz und gehe dann runter hier zum Wald. You were my burning tower. Now I'm too high to fall. Seven seas. Also hier sollte eigentlich ein Weg sein, aber hier ist wohl ein bisschen viel Wasser auf dem Weg. Wenn ihr das da am Baum seht, dort ist sogar noch eine Markierung für den Weg. Aber ich glaube nicht, dass es hier weitergeht.
Ich schaue mal. Vielleicht finde ich noch was, aber es sieht wohl eher so aus, dass ich umkehren muss. So, da über die Eisfläche bin ich jetzt rüber. Also wäre das hier aufgetaut, wäre das nichts geworden. Und hier geht wirklich noch ein Weg lang. Also gehen wir mal weiter. Mal sehen, wo uns der hier hin verschlägt. Ich habe euch ja gerade noch mal die Markierung gezeigt, dass es auch hier offizieller Wanderweg ist. Ich komme jetzt auch gerade wieder an eine vorbei. Aber auf der Karte, die ich euch gezeigt hatte, dort war dieser Weg auch gestrichelt. Und das ist ein Indiz, dass man diesen Weg nicht immer laufen kann. Also, wenn ihr hierher geht, schaut mal aufs Wetter. Also jetzt gerade mit dem Dauerfrost ist das ganz gut. Man kam durch, wobei teilweise die Eisflächen zumindest auch sehr doll geknackt hatten und auch Löcher drin waren. Es war zum Glück nur ein ganz kleines Stück, aber wenn das nicht hält, hat man ruckzuck mal nasse Füße und dann ist, glaube ich, die Wanderung beendet, wenn man nicht gerade festes Schuhwerk anhat. Aber ihr seht, der Weg wird besser, also gehen wir mal weiter. Jetzt hat sich auch die Markierungsfarbe geändert von Gelb in Blau. Und da sieht man auch immer noch, dass es offizielle Wege sind. Ich werde mal schön hier weitergehen und nehme euch mit. Baby, don't look back to see your life drifting down the stream. See the star turn black. Morning came, darling, days will come when you're all new. Wegen dem umgestürzten Baum wird es wahrscheinlich gewesen sein, dass mir Komoot vorgeschlagen hat, wieder umzudrehen. Aber der Weg wurde frei gemacht und darum werde ich mal hier weitergehen. Sollte für mich gleich rechts weitergehen eigentlich, aber schauen wir mal. Ich zeige euch gleich mal noch das Stück auf der Karte von Komoot. So, ich hoffe, ihr seht hier, dass auch trotz der Spiegelung, dort ist eine Unterbrechung zu dem Wanderweg, was mir Komoot angezeigt hatte. Das war dann halt bei der Planung auch ein bisschen doof. Aber ich komme hier weiter und damit ist, glaube ich, mein Weg so ungefähr 800 Meter kürzer. Was aber ist, hier sind einige Wege gesperrt. Normalerweise hätte man hier auch lang gehen können. Oder hier, was ja auch die Punkte anzeichnen. Aber der offizielle Weg geht jetzt hier entlang. Es ist zwar frisch, aber ganz viele Leute sind hier unterwegs. Also man merkt ganz genau, es ist ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet. Weil sind doch eine Menge Leute auf dem Weg mit Hunden und mit Kiddies. Ich habe jetzt hier noch ein kleines Plätzchen gefunden, um einen Tee zu trinken und vor allem die Spaziergänger hinter mir loszuwerden, weil das mache ich immer nicht so gerne, wenn ich filme, wenn jemand hinter mir rennt und sie nicht gewollt in meinen Aufnahmen sind. Aber manchmal passiert das halt. Und ich kann euch hier noch was zeigen. Und zwar hat sich die Wegmarkierung geändert. Von Gelb, Blau, jetzt in Rot. Ich werde jetzt noch meine Tasse Tee trinken und dann geht es weiter. Seven seasons
Hier nochmal eine ganz andere Wanderwegsmarkierung. Also hier soll die Wanderroute Deenhöft-Velmer-Holz langführen. Ich bin hier rausgekommen, gehe jetzt hier weiter, wo auch dieser Wanderweg weiterführt. Und der Wanderweg kommt hier raus. Auch hier wieder zu beachten, hier sind einige Wege wieder versperrt, damit die Tiere auch Ruhezonen haben. Das sollte man natürlich beachten, vor allem wenn man in einem Naturschutzgebiet ist. But this love is my song and song. That's how you make me feel. Jetzt bin ich wieder auf dem direkten Weg zum Auto. Wobei zum Auto, wie gesagt, will ich ja noch nicht. Ich will noch in diese Richtung mir ein Waldstück anschauen. Der Wanderweg übrigens hier durch das Naturschutzgebiet ist sehr schön. Und wie gesagt, man muss aber beachten, dass es zu manchen Zeiten dazu kommen kann, dass Wege nicht passierbar sind. Wie an der einen Stelle, wo ich gesagt hatte, das sieht nicht mehr so aus wie ein Wanderweg, wo dann alles überflutet gewesen ist. Aber wir laufen mal weiter. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte des Wanderwegs, also um die 5-6 Kilometer. Und weil es mir zu wenig ist, schaue ich mir noch das andere Waldstück an. Bei dem Tor dachte ich erst, hier geht es gar nicht weiter. Aber dort gibt es eine Pforte. Also er ist nur wirklich für den Verkehr gesperrt, dass die Leute hier nicht reinfahren. Das ist jetzt das angesprochene Waldstück, was ich nochmal erkunden möchte. Und mal schauen, was wir hier so noch entdecken auf dieser Wanderung. Das ist jetzt in den Ort Krück, also hinter Krück. Wenn man aus Richtung Altenholz kommt, denn es ist eigentlich vor Krück. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. 7 seasons of cold. Hier kreuzen sich auch sogar noch zwei Routen. Einmal die Wanderroute Deenhöft und Velmer-Holz. Da sind wir ja jetzt schon eine ganze Weile drauf, schon beim Moor. Und hier geht es dann auch nochmal auf die Wanderroute Velmer-Holz-Waleberg. Ich werde aber mal weitergehen, meine für mich vorgegebene Runde, die ich gerne laufen möchte. Und was interessant ist, man ist zwar hier so relativ alleine unterwegs, jetzt zumindest in diesem Bereich, im Moor war das ja nicht so, treffe ich eine Bekannte von meiner Arbeit. Das ist sehr spannend. Wir sind erst aneinander vorbeigelaufen und dann haben wir gemerkt, oh, wir kennen uns ja. Einen kleinen Schnack gemacht und dann ging es dann auch für uns beide weiter in verschiedenen Richtungen. Falls du dieses Video siehst, Grüße gehen raus. And I'm yours still. But this love is my song and song. That's how you made me feel.
hier nochmal was Interessantes gefunden. Was es allerdings ist, kann ich euch nicht sagen. Zumindest da oben gibt es nochmal eine Entlüftung oder Belüftung. Und ein Jäger nutzt das auch als Jagdeinrichtung. Es könnte aber auch wieder so ein Bunker sein, wo man im Kalten Krieg Munition oder Sprengstoff versteckt hat oder gelagert hatte. Und wie es aussieht, kommt hier noch regelmäßig jemand hin, weil das Schloss sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. Könnte natürlich auch was von der Wasserwirtschaft sein, aber dann hätte hier wahrscheinlich was gestanden dazu. Darum nehme ich eher an, dass das eher eine Bunkereinrichtung ist aus dem Kalten Krieg. Ich habe dann doch noch was gefunden über den Bunker hinter mir. Also es ist wirklich so ein Sprengmittelbunker aus dem Kalten Krieg, der wie bei den anderen beiden Bunkern auch dafür gewesen ist, im Ernstfall wäre es zwischen der NATO und den Warschauer Paktstaaten zum Ernstfall gekommen, hätten die Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal gesprengt. Da kommen wir zum Ende dieses Videos. Ich bin zwar noch nicht beim Auto, ich habe nämlich noch ungefähr 1,6 Kilometer, aber wir waren schon auf dem Weg. Also wir sind jetzt auf der Zuwegung zwischen den beiden Waldstücken und das hatte ich euch ja auch schon kurz gezeigt. Darum komme ich hier auch zum Schluss. Die Wanderung war wieder mal sehr schön, sehr entspannend und wie ihr zum Schluss gesehen habt, sogar noch einen interessanten geschichtlichen Ort gefunden, einen kleinen Bunker. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr mitgekommen seid und würde mich auch wieder freuen, wenn ihr bei der nächsten Wanderung auch wieder einschaltet, denn natürlich nicht vergessen zu liken und zu kommentieren. Wer natürlich gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, hinterlässt gerne ein kostenloses Abo und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch die Glocke daneben. Denn heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!